spreche euch jetzt mal ganz persönlich an. Also wenn du als Fachkraft für Veranstaltungstechnik Folgendes kennst oder wenn dir Folgendes durch den Kopf geht, da ist keine Ahnung von möglichen Karrierewegen, Qualifikationen und Weiterbildungen in der Veranstaltungsbranche, dann ist wirklich dieser nächste Programmpunkt sehr auf dich, auf euch zugeschnitten. Wir bekommen nämlich jetzt den VPLT Kosmos der Berufe, Tätigkeiten und Funktionen in der Medien- und Veranstaltungstechnik vorgestellt. Und unsere Expertin dafür ist ermächtigte Sachverständige, habe ich hier an den Tagen bisher auch noch nicht so anmoderiert, bei Blumano Deutschland und Bereichsleiterin Bildung und Recht beim VPLT. Bitte euer Applaus für Laura van Haperen. Grüß dich. Das ist deine Bühne, dein Publikum. Du hast da was vorbereitet, ne? Und nimmst uns mal mit rein, wie gerade angekündigt. Und dann treffen wir uns nach deinem Vortrag wieder. Ich komme zurück. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du deine Expertise teilst. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Genau. Der VPLT hat vor einer ganzen Weile mal angefangen zu inventarisieren, welche Aus- und Fortbildungen es denn in unserem Bereich gibt. Und dabei festgestellt, dass es einfach so viele Funktionen gibt, unterschiedliche Funktionen. Und das ist ja auch schon allein dem geschuldet, dass wir haben den Theaterbereich, wir haben den Messebereich, wir haben einfach verschiedene Branchen. Und viele Berufe wiederholen sich, haben dann aber vielleicht unterschiedliche Namen. Und wir haben immer schon mal wieder den Anfang versucht zu machen, das zu inventarisieren und in ein Schaubild einzuarbeiten. Aber das ist einfach nicht so einfach. Also wir sehen ja hier, wir haben Videotechniker, Inspizienz, Konstrukteur, also wirklich die unterschiedlichsten Berufe. Und oftmals ist halt auch die Frage, wie kommt man denn dahin? Also wie komme ich denn zu einem Beruf, den ich vielleicht mir rausgesucht habe? Oder andersrum gedacht, ich bin vielleicht Fachkraft für Veranstaltungstechnik und möchte vielleicht irgendwie mich spezialisieren und ich weiß nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Und da ist einfach interessant zu wissen, was gibt es in der Branche, will ich noch studieren oder will ich vielleicht gibt es auch gar keinen Studiengang in der Richtung, was ich so suche. Wo kann ich mich denn mal orientieren? Genau, und wenn wir mal schauen, einfach mal ich werde ganz kurz ein paar Basic-Sachen erklären, dass man einfach nachher das Schaubild auch besser verstehen kann. Wobei das nicht politisch korrekt dargestellt wird, da komme ich noch kurz drauf ein. Im Prinzip ist das so, wenn wir im Bildungsniveau sind, dann haben wir verschiedene DQR-Niveaus. Also das gleiche gibt es auch auf europäischer Ebene, da heißt es dann EQR, DQR für Deutsch. Und hier werden halt die Handlungskompetenzen festgelegt auf verschiedenen Ebenen. Es ist auch ganz einfach zu verstehen, man kann direkt zu Niveau 3 und 4 gehen, wenn es um den Ausbildungsberuf geht, den dualen, den wir in Deutschland haben. DQR 3 ist dabei das zweijährige Ausbildung und DQR 4 die dreijährige Ausbildung, wie wir die bei der Fachkraft für Veranstaltungstechnik haben. Dann sieht man hier schon Kenntnisse, vertieftes allgemeines Wissen oder fachtheoretisches Wissen. Wenn wir dann weiter gucken, dann haben wir Niveau 5. Das sind die Spezialisierungen. Also viele haben bestimmt schon gehört von der Berufsspezialisierung Ton. Die ist eine Schrift rausgekommen bei der IGVW. Das wäre jetzt was Typisches. In Arbeit ist auch Berufsspezialist Licht, Beleuchtungstechnik. Ne, das ist dann Niveau 5. Also man kann dann quasi schauen, okay, ich möchte mich nicht auf dem gleichen Niveau begeben oder noch eine andere Ausbildung machen, sondern ich möchte mich spezialisieren. Dann haben wir noch Niveau 6 und 7, dann sind wir im Bachelor- und Meisterbereich. Ne? Also das ist ganz einfach, DQR 7 ist der Masterabschluss, den wir in Deutschland auch machen können im Bereich Veranstaltungstechnik und sogar im Bereich Medientechnik jetzt neu bei der HAW in Hamburg. Was anderes Grundlegendes, was wichtig ist zu verstehen, ist der Unterschied zwischen Funktion und Beruf. Also wir reden immer von Beruf, aber eigentlich ist der Beruf kein Beruf, sondern ist es eine Funktion. Ne? Also mein Arbeitgeber sagt, ich möchte gerne, dass du jetzt die Lichttechnik übernimmst, dann werde ich dadurch Lichttechniker. Ne? Und es ist nicht immer so, dass ich dafür eine Ausbildung oder eine Fortbildung haben muss, sondern mein Arbeitgeber muss sich angucken, was für einen Lebenslauf habe ich und kann dann auf Basis dessen entscheiden, okay, die Person kann ich für diesen Beruf einsetzen, ohne Gefahr und ohne Gefährdung. Und wenn ein Unfall passieren würde, würde halt geguckt werden, wie hat denn der Arbeitgeber sich dazu entschieden, diese Person diese Tätigkeiten machen zu lassen. Deswegen sage ich nicht gerne Beruf, sondern wir reden in der Regel über Funktionen. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Qualifikation, ne, und dann haben wir hier noch die Kompetenz ganz oben. Also Kompetenz ist das, was wir gerade hatten. Der Arbeitgeber stellt fest, aufgrund des Lebenslaufes, die Person hat die Kompetenz, um die Aufgaben auszuführen. Und für manche Funktionen, die sehen wir hier unten, berufliche Positionen, beschriebenen Tätigkeiten, Aufgaben und Verantwortungen, also das ist dann meistens das vertraglich Festgelegte, ne? Ich werde angestellt als Beleuchtungstechniker zum Beispiel. Und für manche
Funktionen brauche ich eine Qualifikation. Oder der Arbeitgeber kann auch entscheiden, okay, um mich abzusichern, dass die Person das wirklich kann, für die ich dies einsetze, will ich eine Qualifikation sehen. Wir haben gerade Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik gehört, das wäre so eine typische Qualifikation. Also das ist in der Regel eine Weiterbildung oder eine Fortbildung mit einem Schein, also ein Zertifikat, das man dann hat. Ne, als Nachweis, dass man die Kompetenz hat, die man haben muss für die Funktion, um die nachher auszuüben. Genau, ich habe irgendwann mal angefangen, ich komme selber aus dem Theaterbereich, habe Theatertechnik in Amsterdam studiert, habe dann auch im Schauspiel und in der Oper in Frankfurt lange gearbeitet, war dann noch kurz beim veranstaltungstechnischen Dienstleister, habe da ein bisschen Messebau gemacht, so Rigging-Punkteberechnung gehörte dazu und bin so ein bisschen über Umwege dann bei einem Hersteller für Bühnenmaschinerie gelandet und habe deswegen eigentlich ziemlich viel gesehen aus unserer Branche und habe auch einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung heraus angefangen, mal aufzuschreiben, welche Funktionen gibt es denn alles, die mit der Veranstaltungstechnik oder Theatertechnik zu tun haben, weil ich wollte es einfach auch nicht begrenzen, wenn jetzt jemand aus dem Theaterbereich kommt und sagt, Mensch, ich möchte unbedingt Veranstaltungen machen, sollte auch hier die Möglichkeit bestehen zu sehen, wo ist der Switch oder wo gibt es da Übereinstimmungen. Ne? Und dann sehen wir hier, dass es eigentlich ziemlich viele Berufe gibt oder Berufsbeschreibungen. Ich habe das alles mal versucht, auch so ein bisschen zu beschreiben. Was sind die Voraussetzungen, um das machen zu dürfen? Welche Weiterbildung gibt es danach und so weiter? Um dann einfach auch mal so ein bisschen einen Verband darzustellen, wie man hier sieht. Einfach mal als Beispiel, ne, wie komme ich von A nach B, was muss ich dafür tun und welche Möglichkeiten habe ich denn? Was nicht heißt, dass man nicht als Quereinsteiger natürlich jederzeit versuchen kann, irgendwo hinzugelangen, wo jetzt kein Pfeil ist, aber das ist jetzt einfach mal als Hilfestellung gedacht. Entstanden ist dann nach viel Arbeit, man kann es jetzt leider nicht lesen, es gibt es aber zum Download beim vplt.org/Cosmos, kann jeder sich einfach kostenlos downloaden, ist auch mit Begriffen versehen, also man kann auch auf die Funktionen oder auch, wenn man Berufe sagen möchte, Berufe klicken oder aber auch auf die Ausbildung und Weiterbildungen. Es sind auch die Studiengänge verlinkt. Und dann kann man halt noch ein bisschen Hintergrundwissen nachlesen. Also was ist jetzt genau die Funktion? Was ist auch zum Beispiel der Unterschied? Wir haben im Bereich Tontechnik, werden wir gleich noch kurz sehen, da haben wir einfach die Tonmeister, das ist kein geschützter Beruf. Ne? Und was ist dann der Unterschied zwischen den zwei genannten Tonmeistern, die ich da in meinem Schema quasi eingebaut habe? Auch nochmal ein wichtiger Hinweis, das ist keine korrekte Ansicht, also sieht man direkt schon, wir hatten gehört, gerade eben DQR-Ebenen 4, 5, 6, 7. Es ist naheliegend, dass man das auch so einteilt, dass man einfach sagt, okay, wo steige ich ein? Ich bin zum Beispiel Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ist dann DQR 4 und dann möchte man nach oben aufsteigen. Das habe ich absichtlich nicht gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, auch mit den Raketen zu arbeiten. Die Raketen stehen für Berufserfahrung. Ne? Also man kommt ja ganz weit in unsere Branche mit sehr viel Berufserfahrung und braucht eigentlich nicht überall unbedingt eine Spezialisierung, also oder eine Weiterbildung zu machen, was ja auch seine Vorteile hat. Was wir auch sehen einmal ist, dass hier zentral in der Mitte, hier finden wir die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das ist Absicht. Und auch wenn wir hier nach oben gehen, dann haben wir den Meister für Veranstaltungstechnik. Das sind die zentralen Berufe, die einfach eigentlich erstmal alles so ermöglichen. Ne? Man lernt alle Gewerke kennen, zumindest wenn man einen guten Ausbildungsbetrieb hat. Ansonsten sollte man sich vielleicht nochmal eine Verbundausbildung überlegen zu machen, beispielsweise einen Vertrag zu machen mit einem Verbundspartner. Aber im Prinzip sollte man sowohl Tontechnik was kennenlernen, man sollte die Lichttechnik kennenlernen, ein bisschen was wissen, dass es Rigging gibt und was das ist, dass man einfach damit umgehen kann. Man muss ja nachher als Fachkraft für Veranstaltungstechnik auch in der Lage sein, als Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gewisse Aufgaben laut Musterversammlungsstättenverordnung zu übernehmen. Genau, und dann sehen wir deswegen hier relativ zentral, wir haben auch mit Farben gearbeitet, wir sehen, dass sich vieles überlappt, also wir haben hier die Tontechnik, AV Medientechnik, in Gelb die Lichttechnik, auf der anderen Seite haben wir dann Bühnentechnik, IT-Technik und ein kleines bisschen hier in Rosa die Arbeitssicherheit. Zoome ich gleich nochmal kurz darauf ein, dass wir auch sehen können, was das inhaltlich genau ist. Aber wir sehen halt eben auch, dass es viel Überlappung gibt. Also es gibt zum Beispiel im Theater einen Beruf, der heißt dann irgendwie Tontechniker, der gleichzeitig aber auch Video macht. Manchmal gehört Videotechnik, gerade im Veranstaltungsbereich, aber auch eher zum Licht. Also das ist einfach, wie je nachdem, also unterschiedlich wird das gehandhabt. Manchmal sogar unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb oder von Produktion zu Produktion. Jetzt, wo die Medientechnik anspruchsvoller wird, ist es natürlich so, dass es immer mehr eigene Wege geht
Auch ganz kurzer Hinweis, dieses Schaubild wird noch überarbeitet, es wird gerade aktualisiert durch unsere Fachgruppe Aus- und Fortbildung. Da werden wir schauen, dass der neue Beruf Medientechniker, der ist jetzt so noch nicht drin, aber der kommt dann noch rein. Und dass das Ganze nicht nur ein Papiertiger ist, haben wir versucht, das zu verknüpfen an Personen, die man kontaktieren kann. Die finden wir auch auf unserer Webseite. Das sind die sogenannten Bildungspiloten. Die sehen wir hier, das sind Mitglieder des VPLT, die sich auch einsetzen möchten für Ausbildende, Auszubildende und halt auch für andere interessierte Personen, die in der Branche Fuß fassen möchten. Und dann sehen wir einmal Falco Zanini, der hat gesagt, ja, mich interessiert besonders der Bereich Bühnentechnik, Arbeitssicherheit, Management. Daniel Wöber ist die Kontaktperson für Ton, AV, Licht, Bühnentechnik, Arbeitssicherheit. Frederik Bommert für AV, Licht und IT. Michael Fein, Ton, AV, Licht, Bühnentechnik, Management. Susanne Otta für Licht und Management. Eike Bröker, Licht und Bühnentechnik. Robert Löher, Licht, Bühnentechnik, Arbeitssicherheit. Und Benedikt Zimmermann für Ton, Bühnentechnik und Arbeitssicherheit. Also die sollten jeweils selber bestimmen, für welchen Bereich sie sich spezialisiert genug finden, um einfach als Ansprechpartner zu fungieren, um auch dem Kosmos ein bisschen weiterzuhelfen, zu erklären, aber auch vielleicht andere Hilfestellungen zu geben, für wer auch immer Interesse hat an den Bildungsbereich in der Veranstaltungstechnik. Und dann schauen wir uns einmal an, was da gerade eben in groß und jetzt auch in klein lesbar zu sehen war. Also wir sehen hier einmal den Bereich Tontechnik, ne, können wir uns einmal dahin teleportieren in den Kosmos. Und auch hier habe ich die Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit reingebracht, sodass man einfach sehen kann, okay, der könnte ein guter Einstieg sein, aber man sieht auch direkt schon hier unten, haben wir die Ausbildung Audio-Ingenieur, die ist nicht geschützt und man könnte sogar über viel Berufsausbildung zum Tontechniker werden. Also es ist nicht so, dass man unbedingt die Ausbildung braucht, das ist nicht vorgeschrieben, aber es hilft einem halt ungemein weiter, weil man halt auch als Tonmann hat man nachher auch mit anderen Gewerken zu tun, man muss einfach miteinander Rechnung halten, gerade bei großen Produktionen und da ist es einfach gut, davon auch viel Ahnung zu haben. Deswegen ist es immer eine gute Basis, erstmal die Ausbildung zu machen zur Fachkraft. Und hier sieht man dann auch die Weiterbildung, die ich gerade eben nannte, die SQQ7, das ist der Berufsspezialist Ton. Ja, kann man auf der Seite der IGVW, igvw.org, kann man sich die kostenlos downloaden und sich mal anschauen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe da an dem Prüfungsbereich mitgearbeitet, also wie die Prüfungen stattzufinden haben. Und das ist die Basis quasi für alle, die diese Weiterbildung anbieten möchten, sodass das auch in Deutschland quasi in gleicher Qualität möglichst angeboten wird. Genau, und dann kann man über diese Weiterbildung zum Berufsspezialist Ton kommen oder man kann halt auch Learning by Doing und dann sehen wir hier zum Beispiel den Frequenzmanager, der ist momentan in aller Munde, weil wir ja mit dem Frequenzbereich, wie bekannt wahrscheinlich ist, momentan auch viel zu tun haben, dass wir den für uns schützen und dass der uns nicht durch alle möglichen anderen Anwender quasi weggeklaut wird. Dann haben wir hier aber auch den Tonmeister, Toningenieur und auch den Sounddesigner, wobei der Tonmeister, Toningenieur hier, also wir haben einmal Studiumton für den Tonmeister und Studiumton auch für den Meister, das hatte ich vorhin angekündigt. Der ist sehr musiklastig. Also der Art Studiengang in Düsseldorf zum Beispiel, da studiert man wirklich ein Instrument, man ist total in der Musik und es geht wirklich in Richtung Orchester, Partitur und dann die Tonaufnahmen und alles, was dazugehört mit der richtigen, ne, wenn man so ein Orchester hat, dass man die richtige Ausrichtung der Instrumente macht. Also das ist sehr, sehr umfangreich und sehr in die musikalische Richtung. Während der Tonmeister, Berufsspezialist Ton, kann sehr, sehr vieles, aber halt genau dieser Orchesterbereich nicht, weil so ein Tonstudium kann man natürlich nicht durch eine 6-monatige Ausbildung oder Weiterbildung ersetzen. Genau, dann haben wir hier einmal den Bereich AV Medientechnik, da sehen wir verschiedene Ausbildungsberufe. Also wir sehen auch, dass wir verschiedene Formen haben, also die Ausbildungen sind immer so Sechsecke, die Funktion ist immer ein Kreis, wie gesagt, ist anklickbar und dann haben wir auch verlinkt die Studiengänge, die man in dem Bereich machen kann. Das ist hier einmal Medientechnik und dann aber auch ein Master, wir haben 2 Masterstudiengänge, Digital Reality und einmal zeitabhängige Medien, Sound, Vision, Games. Sollte man sich nicht abschrecken lassen, das ist tatsächlich so, dass man auch sehr viel Veranstaltungstechnik in diesen Bereichen drin hat oder beispielsweise auch Inhalte, die man in der Veranstaltungstechnik nachher anwenden kann. Also es ist nicht so, dass man dann nur mit Games zu tun hat, aber das, was die da machen, die haben auch einmal im Jahr übrigens Tag der offenen Tür bei der HAW hier in Hamburg, kann ich nur empfehlen, mal hinzugehen, ist total super interessant zu sehen, was die Studenten da so auf die Beine stellen im Laufe des Studiums. Genau, dann haben wir hier halt auch den Medientechniker, die Funktion, und dann geht es auch weiter nach oben. Da sehen wir Fachplaner, Fachplaner Medientechnik.
Das sind dann Personen, die quasi, wenn man ein Gebäude baut und man möchte da verschiedene Sachen realisieren, verschiedene Veranstaltungen stattfinden lassen, da muss es eine gewisse Grundauslegung geben von Medientechnik, Verkabelungen, alle möglichen Basic-Techniken. Das betrifft aber manchmal auch schon Bürgerhäuser. Es muss nicht unbedingt was Größeres sein. Und da holt man sich oft einen Fachplaner ins Haus, der einfach weiß, was er tut, der einfach dafür garantiert, dass, wenn das nachher fertig gebaut ist, dass einfach alles stimmt. Also ich habe mal ein Theater gesehen in Moskau, da waren die Transportwege so, dass man quasi alles groß gemacht hat. Das war im obersten Geschoss über einer Bank angesiedelt. Und dann hatten die aber nicht daran gedacht, dass der Aufzug so groß sein sollte wie die Bühnenteile, die nachher nach oben müssen. Das ist natürlich ungünstig, wenn man dann nach Fertigstellung sowas begegnet. Genau, und für solche Sachen sind halt Fachplaner da und in dem Fall für den Bereich Medientechnik. Genau, und auch im Bereich Lichttechnik, Fachkraft ist dann eine sehr gute Basis. Die Fachkraft für Veranstaltungstechnik hat ja seit 2016 auch die Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik mit drin, also ist quasi der Inhalt mit abgebildet im Ausbildungsberuf, sodass man quasi elektrotechnische Tätigkeiten im Bereich Veranstaltungstechnik auch ausführen darf. Und dann sehen wir hier halt den Fokus auf Licht oder auch Medienoperator. Und klassischerweise sehen wir dann auch den Beleuchtungsmeister. Und man kann auch immer sich weiterbilden im Bereich Lichtdesign. Das kann man auch studieren, ist aber der Fokus oft nicht so auf Veranstaltungen. Also das ist dann doch oft, dass man da irgendwie reinwächst oder irgendwie, gerade im Theaterbereich, oftmals einfach mal als Lichttechniker dann Beleuchtungsmeister wird und dass man dann was machen darf. Und wenn das gut ist, dann wird man wieder gefragt. Ne? Und bei Veranstaltungen ist das halt oft ähnlich. Der Bereich Technik ist dann schon etwas komplizierter. Ich habe auch zwei Folien hierfür hergestellt. Also da sehen wir einmal den Bereich hier unten, der ziemlich breit ist, Learning by Doing. Wir haben die Grounder, Monteure Veranstaltungstechnik, Monteur Messebau. Wir haben sehr, sehr viele Stagehands, die bei uns im Bereich arbeiten und auch Bühnenarbeiter. Und da ist einfach so, dass die meisten einfach Learning by Doing irgendwie da reingeraten und dass man da halt, man kann auch einen Ausbildungsberuf machen, das ist immer hilfreich, oftmals handwerklich vielleicht, aber im Prinzip sind das Berufe, die nicht geschützt sind und je nach Arbeitgeber kann man da halt durch Learning by Doing reinkommen. Dann sehen wir hier, hatte ich gerade schon gesagt, Berufsausbildung, einmal vielleicht Schreiner, Metallbau, solche Sachen, dann ist man im Bereich Messebau, wir haben auch Werkstätten übrigens in Theatern, wie auch beim Messebau, wo halt einfach solche handwerklichen Ausbildungen halt auch wichtig sind, wie auch hier. Genau. Und, genau, das ist hier auch noch zu sehen, wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir einmal die Rigger. Das ist auch interessant, ich habe zwar einen dicken Pfeil gemacht von Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Weiterbildung zum Rigger, also die Rigger sind nicht in der Ausbildung integriert, aber es ist natürlich auch so, dass man nicht vergessen darf, man kann auch anstatt der Ausbildung direkt zum Beispiel als Rigger Level 1 eingesetzt werden, vielleicht über Stagehand und sich dann weiterbilden. Also auch da sind verschiedene Pfeile, die sehen wir auch, wenn wir genau gucken. 3 Jahre haben wir hier, 3 Jahre Berufserfahrung, dann kommen wir hier, Weiterbildung SQQ2 Level 1 und dann kann man sich jedes Jahr ein bisschen weiterbilden, je nachdem, wie die Interessen sind und wie die Verantwortungsbereiche einem gefallen. Genau. Und wenn wir nach oben scrollen, ist es in der Regel immer so, dass wir halt Berufe haben mit Berufserfahrung, weil die Pfeile gehen von unten nach oben. Es ist halt nur, wie gesagt, nicht politisch korrekt nach DQR eingeteilt. Was wir hier sehen, ist quasi der Meister für Veranstaltungstechnik. Ich sagte vorhin, der steht auch zentral. Also in der Regel macht man erst Fachkraft und danach den Meister. Bietet sich auch an, wenn man weiter sich fortbilden will, aber trotzdem allgemein bleiben möchte und nachher vielleicht auch größere Bühnen die Verantwortung übernehmen möchte. Also wenn wir hier nach links schauen, haben wir einmal Beleuchtung und Lichtdesign. Das ist deswegen dem geschuldet, dass wir die Beleuchtungsmeisterausbildung jetzt quasi zusammengelegt haben und das jetzt die Meister für Veranstaltungstechnik sind. Das war früher getrennt in Halle, Bühne und Licht. Deswegen stehen die hier drin in Gelb, obwohl nicht Bühnentechnik, wie gerade eben angekündigt. Weiter hier oben sehen wir andere Berufe wie Konstrukteur, ne? Richtung Werkstätten geht das dann. Dann haben wir die technischen Assistenten, die sind in der Regel die später vielleicht technische Direktion werden möchten oder auch vielleicht Produktionsleiter bei größeren Veranstaltungen. Und auch hier haben wir einen Pfeil, den sieht man jetzt nicht, der geht jetzt rechts raus. Das sind dann auch die Fachplaner für Bühnentechnik. Genau, der Bereich IT in grün, wir sehen ihn hier. Er ist sehr kurz.
Es gibt jetzt eine neue Schrift, die noch nicht eingearbeitet ist, auch von der IGVW, das ist die SQQ 10, das ist der Netzwerktechniker. Und zwar erstmal nur der Basisnetzwerktechniker. Im Bereich Netzwerktechnik passiert gerade momentan so viel und ist so hohe Nachfrage und so viel Spezialisierungsinhalt halt aber auch, also der jetzt gar nicht vorhanden ist innerhalb der Veranstaltungstechnik. Da wird es in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele Veränderungen geben und auch sehr viele mehr Möglichkeiten, um in dem Bereich einfach tätig zu sein. Und denken wir nun mal an Cybersecurity zum Beispiel, was uns auch betrifft, wo es viel zu tun gibt, wo es auch schon Vorschriften gibt, die wir aber gar nicht momentan erfüllen können, weil wir die Spezialisten gar nicht haben. Also das wird alles auch im nächsten Update mit reinkommen. Hier sehen wir jetzt gerade nur Learning by Doing und einer vielleicht Zusatzqualifikation, Netzwerktechnik, die IGVW-Schrift fehlt noch, die kommt aber demnächst hier rein. Und dann haben wir hier oben den Informations- und Kommunikationstechniker oder auch den Netzwerktechniker, der eigentlich dann universell für alle möglichen Bereiche einsetzbar ist. Genau, im Bereich Arbeitssicherheit, den haben wir in rosa abgebildet. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Also da macht der VPLT auch sehr viel. Kann ich ganz kurz hinweisen auf die VBG-VPLT-Veranstaltung, die meistens zweimal im Jahr stattfindet. Einmal im Jahr vor Ort und einmal online. Die ist für alle öffentlich zugänglich, also da muss man nicht Mitglied sein. Man kann auch einfach online sich anmelden und dann teilnehmen. In der Regel 3 Stunden immer irgendwas über Arbeitssicherheit oder irgendwelche Themen, die auf jeden Fall interessant sind, wo man mal reinhören kann. Zurück zur Arbeitssicherheit. Wir sehen hier einmal die Berufung Fachkraft für Arbeitssicherheit hier rechts. Da gibt es einen Ausbildungslehrgang, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und wenn man den gemacht hat, dann weiß man genau, wenn man in eine Firma kommt und da gibt es ein Bürogebäude, wie muss ich mich verhalten, worauf muss ich achten. Vielleicht ist es auch in dem Gebäude ein produzierendes Gewerbe, worauf Chemikalien muss ich beachten und so weiter. Ne? Aber für unseren Bereich ist das so, dass wir verschiedene Bereiche haben, in denen gearbeitet wird. Also wir haben ja auch Veranstaltungen, das ist ein anderer Veranstaltungsort, jedes Mal wieder neu. Das heißt, man hat sowohl das Bürogebäude der Firma, wie halt auch den Veranstaltungsort und das darf man nicht vergessen, ist auch ein Arbeitsplatz. Und deswegen haben VBG und VPLT zusammen das Gremium SIFA-VT gegründet, ist jetzt mit Unterstützung der VBG eigenes Gremium geworden vor ein paar Jahren, mit eigenem Obmann. SIFA-VT ist auch bei uns auf der Seite zu finden. Das sind die Spezialisten, die auch irgendeinen Hintergrund haben in der Veranstaltungstechnik und die zusätzlich aber Fachkraft für Arbeitssicherheit sind, sodass sie einfach wissen, was wichtig ist, worauf muss ich achten bei Veranstaltungen. Also auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Sehr interessant auch, das als Beruf auszuüben oder anzubieten. Und dann haben wir hier noch den Meister. Meister für Veranstaltungstechnik ist dann oben die Funktion nach der Weiterbildung. Und dann gibt es noch eine Weiterbildung, Fachmeister für Veranstaltungssicherheit. Die wird demnächst wieder angeboten in Kooperation mit dem TÜV Rheinland. Und dann kann man also quasi als Meister für Veranstaltungstechnik mit Zusatzqualifikation auch eingesetzt werden. Genau, wie gesagt, den Cosmos gibt es auf vplt.org/cosmos zum Download, steht jedermann einfach zur Verfügung, ist interaktiv, also man kann verschiedene Sachen anklicken, bekommt dann mehr Informationen. Genau, und dass wir daran weiterarbeiten, hatte ich auch schon erwähnt, so ein paar Sachen, die schon zum nächsten Update gehören, hatte ich auch schon erläutert. Dann wollte ich nur ganz kurz hinweisen auf VPLT Plus, wenn wir schon dabei sind, dass wir sprechen über Ausbildung und Fortbildung und Weiterbildung, ist das vielleicht nicht uninteressant zu wissen, dass der VPLT jetzt für unsere Mitglieder, wir bieten kostenlose Schulungen und Weiterbildungen an, organisiert durch René Cockert, meinen Kollegen, und durch unsere Mitgliedsfirmen. Und die sind quasi für alle Azubis, Mitarbeiter und Firmen, die Mitglied sind, kostenlos, kann man dann teilnehmen. Also ist auf jeden Fall sinnvoll im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich mit dem Thema Aus- und Fortbildung beschäftigt. Vielleicht auch gerade für Unternehmer, nicht uninteressant. Und ich sehe nicht viele junge Gesichter. Ich hatte erwartet, dass es einige Azubis gibt, die hier vielleicht sind. Deswegen hatte ich einmal noch den Hinweis vorbereitet. Unsere kostenlose Junior-Mitgliedschaft endet automatisch mit Ende der Ausbildung und kann man einfach quasi online beantragen. Und dann kann man alle möglichen Vorteile der Mitgliedschaft schon mal reinschnuppern. Man kann quasi Neuigkeiten sich angucken. Man kann, wenn man Fragen hat zu gewissen Themen oder man will sich in etwas vertiefen, kann man jederzeit uns auch kontaktieren. Also auf jeden Fall super interessant. Genau, das ist für alle Azubis, ist also nicht nur für die Fachkraft, sondern auch für Veranstaltungskaufleute und auch für Studenten natürlich. Und
Mitglieder bekommen noch mehr Informationen, zum Beispiel ganz kurz ein Auszug von unserem VPLT-Wiki. Hier stehen alle Aus- und Fortbildungen, die zum Beispiel verpflichtend sind. Also wir haben ja einige Ausbildungen gerade eben gehört und Weiterbildungen und dann fragt man sich halt oft, ja, muss ich jetzt den Riegerschein machen, ja oder nein? Ist das jetzt wirklich verpflichtet? Falls ja, welchen brauche ich denn jetzt überhaupt? Ne? Oder auch Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik oder auch andere Berufe und Funktionen, die es in unserem Bereich gibt. Wann brauche ich denn jetzt einen Schein und wann nicht? Wir hatten vorhin die Übersicht gesehen zwischen Kompetenz, Qualifikation und Funktion. Genau, und dazu hatten wir halt auch, um das ein bisschen aufzuklären, eine Übersicht erstellt. Und wenn man Mitglied ist, kann man solche Informationen quasi einfach mal schnell abrufen oder anrufen ist natürlich auch jederzeit möglich. Und selbstverständlich, wenn Sie Mitglied wären, profitieren Sie nicht nur im Bereich Bildung von unserer Mitgliedschaft, sondern können auch die Veranstaltungen besuchen, Gesetzgebung, Normung, politische Lobbyarbeit unterstützen und Informationen erhalten. Aber zurück zum Kosmos. Gibt es denn Fragen? Gibt es vielleicht persönliche Geschichten, dass wir mal schauen können, was da Möglichkeiten wären? Hier hinten sehe ich eine Meldung. Ja, ich hätte eine Frage. Gibt es tatsächlich zu den verschiedenen Berufen auch eine tarifvertragliche Fundierung? Also gibt es Richtlinien für die Eingruppierung beispielsweise in den TVÖD? Ja, das gibt es im Bereich Theater, die halt öffentliche Dienstleister sind. Aber ansonsten ist kein Tarifvertrag momentan vorhanden. Und es wird auch viel diskutiert, ob das sinnvoll ist, was die Vor- und Nachteile sind. Und viele sind dafür und viele sind dagegen. Das heißt, es ist momentan so ein bisschen noch in Abwägung, in welche Richtung das geht. Also die Antwort ist nein, nur in öffentlichen Theatern. Gibt es noch andere Fragen? Man kann auch gerne im Nachgang mich kontaktieren und mir eine E-Mail schreiben oder ich bin sonst auch im VPLT-Stand, der ist, wenn man hier rauskommt, am Ende ganz links. Ist jeder herzlich willkommen, einmal vorbeizuschauen und nochmal Fragen zu stellen, falls es irgendwelche gibt. Vielen Dank.